Hallo ihr Lieben! Ich arbeite heute auf einem Aquarellkarton. Ich möchte etwas ausprobieren, was ich später auf Leinwand auch machen werde. Diesen Karton muss ich natürlich erst einmal grundieren und das mache ich heute einmal mit Gesso. Das Gesso, was ich hier benutze, ist relativ flüssig und man kann es leicht verstreichen. Man kann aber trotzdem mit dem Pinsel schon ein bisschen Strukturen vorarbeiten, denn die Pinselhaare hinterlassen kleine, feine Rillen und darin sammelt sich später die flüssige Farbe. Also es macht einen Unterschied, ob ihr jetzt immer in eine Richtung pinselt oder kreuz und quer. Das beeinflusst zwar marginal, aber das spätere Ergebnis. So, jetzt erst einmal trocknen. Phase 1, die Alkoholtropftechnik. Ich habe zwei Farben ausgesucht. Einmal ein preußisch Blau und ein Sienna gebrannt. Und gemischt ergeben sich dadurch bräunliche, grünliche Töne. Meine Sprühflasche mit Wasser steht schon bereit. Da die Oberfläche für die Technik relativ feucht sein muss, sprühe ich zunächst Wasser auf. Meinen 95%igen Bioethanol stelle ich schon mal bereit. So, jetzt kann es losgehen. Die beiden Farben, es sind beides transparente Versionen, mische ich inkomplett und trage sie dann auf die feuchte Oberfläche auf. Es soll nicht deckend aufgetragen werden. Die Farben sollen noch transparent bleiben. Ich muss immer wieder Wasser nachsprühen, weil sie zu fest sind. Außerdem nehme ich noch etwas Sienna gebrannt hinzu. Die Farbe ist mir noch zu kühl. Es soll eine sehr dunkle Version der Alkoholtropftechnik werden, deswegen trage ich auch relativ viel Farbe auf, muss aber dafür sorgen, dass sie doch recht feucht ist, sodass die Pigmente sich in der Schicht noch bewegen können. Dafür sorgt das Wasser. Jetzt kommt der Alkohol ins Spiel. Mal sehen, ob's klappt. Ihr seht hier, was passiert, wenn die Farbe zu dicht und nicht verdünnt genug aufgetragen wurde. An einigen Stellen bewegen sich die Pigmente nicht mehr über die Oberfläche, sodass die Strukturen nicht klar sind. Ich versuche zunächst, etwas Wasser in die umgebende Farbe einzuarbeiten, aber ihr werdet gleich sehen, ich finde eine andere Lösung. Das gefällt mir gar nicht so, wie ich das jetzt mache. Da muss ich noch mal nachdenken. Soll ich es wagen, alles noch einmal mit Wasser zu verdünnen und über die Tropfstellen hinweg zu malen? Ich versuche es. Aber ihr seht, dort, wo die Tropfen waren,
haftet die Farbe nicht mehr. Es bilden sich so Abperleffekte. Ich mache trotzdem weiter, nehme diese neuen Effekte als Happy Accidents. Es sind andere Strukturen, die das Bild beleben. Jetzt, wo die Farbe verdünnt ist, probiere ich die Alkoholtropftechnik ein weiteres Mal. Diesmal klappt es besser. Da ist ganz schön viel Wasser auf der Oberfläche und natürlich auch Alkohol. Das Blatt wellt sich schon richtig. Ich kippe das Ganze ein wenig und lasse die Flüssigkeit laufen. Das hatten wir ja auch schon beim letzten Mal. Mit der Hand spritze ich noch ein paar kleine Alkoholtropfen darauf. Das Ganze ist relativ monochrom. Nun mische ich mir ein bisschen Sienna gebrannt mit Wasser und etwas Acrylbinder, sodass es flüssig ist und sich auftropfen lässt. Damit sprenkle ich dann einige Tropfen aufs Bild. Wir gehen mal näher ran. Hier könnt ihr genau sehen, wo die Tropfen waren, die ich nachher wieder übermalt habe. Auch ein schöner Effekt. Es entstehen vielfältige Strukturen. Ihr seht auch die Strukturen des Gesso-Auftrags noch als Pinselspuren im Hintergrund. Nach dem vollständigen Trocknen entferne ich zunächst einmal mein Kreppband und sehe dabei, dass die Farbe, sie war ja sehr flüssig, unter das Kreppband gelaufen ist. Der Rand muss später noch einmal mit Weiß nachgearbeitet werden. Da ich noch nicht fertig bin, klebe ich einfach nochmal einen neuen Streifen darauf. Und jetzt geht's an die zweite Schicht. Die Lasuren. Mal drehen, mal schauen, welche Richtung jetzt besser ist. Ach, ich denke diese. Bevor ich mit den Lasuren beginne, schütze ich die Oberfläche allerdings mit einer Schicht Acrylbinder. Ich nehme diesmal matten Acrylbinder. Das festigt die Oberfläche, die ja vom Alkohol etwas lediert ist. Hier ist alles schon wieder trocken. Diese hellen Stellen möchte ich jetzt mit Lasuren überziehen. Das heißt, ich werde die Farbe verdünnen mit etwas Wasser und mit Acrylbinder. Damit wird sie noch durchsichtiger und legt sich wie eine kleine, dünne Glasscheibe durchsichtig über die hellen Stellen. Die Farben, die ich jetzt brauche, sind einmal das Preußisch-Blau, dann habe ich mir noch ein helles Gelb genommen, dann das Sienna gebrannt, das ist ja noch unten im Töpfchen, und mische die jeweils mit dem Acrylbinder.
Dann trage ich sie sehr dünn auf. Ich kann das ja später nochmal nach dem Trocknen wiederholen. Dann wird die Farbe intensiver. Ich taste mich also sehr langsam an mein Ergebnis heran. Für die dunklen Stellen zwischen den Strukturen mische ich mir mit ein wenig Weiß, Preußisch Blau und Acrylbinder ein transparentes, helles Blau. Das male ich einfach über das Braun. Auch die Lasuren verstärke ich jetzt noch einmal. Hier seht ihr mein Ergebnis. Das Blau habe ich mit einer weiteren sehr dünnen Lasur aus Jena etwas zurückgenommen. So geht es wieder eher ins Monochrome und hat eine subtile Farbigkeit. Ich finde, es sind wundervolle Strukturen, die wirklich sehr organisch natürlich aussehen. Die Farben harmonieren und sind sehr unaufdringlich, und gerade das wollte ich auch erreichen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr habt wieder neue Ideen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, tschüss!